I'm a pianist. I have a team which I was able to build last year, and the team is getting bigger and bigger. But we are a completely independent organization. Of course, the classes we're doing, we go to big organizations and tell them we are here and we would like to do that. And there's a lot of projects coming. Everybody wants to do great things. Wir machen nur 4-mal nach der Pause und dann eine. Wir probieren einmal. Also ich bin die Leonie Bruckner, ich bin Rhythmikerin und unterrichte jetzt seit, wann haben wir begonnen? November 2015. Genau, bin ich Trainerin bei Building Bridges. Ich heiße Brigitte Bruckner, ich bin auch Rhythmikerin und bin gleichzeitig in das Projekt eingestiegen. Ja. Bin seit 25 Jahren freiberufliche Rhythmikerin. Unter Rhythmik versteht man immer so eine Kombination aus Musik und Bewegung, persönlichem Ausdruck, Kreativität, einfach mit Musik, Körper, Sprache, Stimme, Material, einfach kreatives Gestalten. Und es nährt sich aus dem Rhythmus. Ja. Die Maria hat eigentlich noch neben einem Sänger und einem Tänzer noch etwas anderes gesucht für die Jugendlichen und wir haben dann eigentlich perfekt ins Bild gepasst. Das heißt, wir haben sie angerufen und haben gesagt, wir würden gerne mitmachen und sie war gleich begeistert und so hat es eigentlich begonnen. Es hat einfach auch gedauert, bis sich die Gruppe gebildet hat, bis die Leute zueinander gefunden haben. Es war am Anfang ein großer Wechsel von Teilnehmenden, bis sich diese Gruppe, wie sie jetzt steht, eigentlich so im Groben als Gruppe formiert hat. Ich würde auch sagen, es gibt erstens mal sehr viele erste Eindrücke, eben weil die Leute so kommen und gehen. Und es war für mich nicht anders, es war nicht fremd im Umgang. Das Einzige, was einfach länger dauert im Kennenlernen, in der Kontaktaufnahme, ist die Sprachbarriere. Es waren nie so viele am Anfang bei uns, aber es waren sehr viele Wechselnde einfach. Es sind dann jedes Mal neue gekommen, andere gegangen. Das ist erst eigentlich seit 3 Monaten, dass wir jetzt wirklich eine Kerngruppe haben an Jungs, die eigentlich immer kommen. Wir beginnen auch immer mehr selber mitzugestalten. Ja. Also am Anfang war es mehr so, wir machen Angebote und sie nehmen sie an und jetzt verändern sie von ihrer Position aus. Sie haben irgendwann begonnen, mit uns Scherze zu machen. Also da war dann mir klar, jetzt ist so auch ein Damm gebrochen, wo sie dann uns gesagt haben, ja, das geht doch so oder so oder so, ja, wo dann eine andere Ebene einfach kommt. Und dann wird es einfach sehr schön. Because of my profession of being pianist and I'm also dancing, that's my hobby, I know how much these disciplines make you trust in yourself and open you to get to know yourself and to get to show yourself to the others. Let's make a bigger circle. So use the face ganz nach hinten den ganzen Raum auf. Und nochmal alles. Auslockern. So. Nach vorne. So. Viel V. So. Ja. Mit links. So. Okay, dann versuch mal. Mach mal den. I like this work because, as you can see, it's a lot of fun, and also
dance and music is so great because you don't need to speak, and often language is a little bit of a barrier, and when you do things together you get to know each other, you learn from each other. I start with a little warm-up. I try to prepare the body for the class, and then we often have a section where people get the chance to improvise, where they explore their own movements, and then we might put them together and work on a little choreography. We did a little project just last month, and we're going to have a little performance this Friday actually with what you just saw, the 4 girls. And the idea is that we get bigger, that we invite more people, that we have collaborations with musicians, and maybe a bigger project, and just more people involved and more exchange, also with maybe Austrians and people from different backgrounds. That would be great if it continued to grow. It's so hard to keep doing it, and I didn't want to go there for 3 weeks and then not to know if we have enough money to continue it, and then to tell them, you know, we're not going to make it, because it's too much. There are too many negative things happening around them, and everything is changing all the time. And building bridges should be for these young people a stable point where they can be part of it. Also when they have maybe to move out from these houses, because the moment they move out, they start again from nothing. And the ones who are getting 18 and have to move out could still be in the project, and maybe in 1, 2, 3 years be assistants of the trainers. So it should be for me it's very important to have a continuity in this. Jak tylny gaboro, boro, jak dylamy naro, naro, tokat nadora, dylam, dylam, betu shimonam. Beşe eşe Ich heiße Mansu und ich komme aus Afghanistan. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin seit letzten September in Österreich, 2015. Und jetzt gehe ich in die Schule und auch Vormittag in die Schule und Nachmittag mache ich Deutschkurs. Und ich mache auch mit Building Bridges. Das ist ein Projekt, am 1. Juni haben wir damit angefangen. Und da haben wir Philipp und Valerie Maria kennengelernt. Und Philipp ist ein guter Musiker. Er lernt uns Gitarre spielen. Und mit Valerie tanzen wir. Ich komme aus Afghanistan, 8 Monate in Österreich, 4 Monate in Building Bridges. Nein, ich komme in Österreich, ich kann nicht spazieren, schauen, Österreich ist gut, schön, ja, gut kontrolliert. Ich kann sitzen in der Polizei geben, singen, live im Camp, das ist sicher.
4 Monate interessiert. 3 Monate Aufsichtsraum. Ich habe mir gedacht, in Österreich spricht man Englisch. Ich hatte überhaupt keine Informationen. Ich war noch nie in der Schule und ich habe es nicht gelernt. Und ich habe mir gedacht, dass in Österreich man spricht Englisch. Als ich in Österreich war, naja, was für eine Sprache, Deutsch. Ich konnte überhaupt nicht Deutsch, aber das war eine Überraschung. Aber war sehr gut. Ich habe es gut gemacht. In Österreich habe ich meine Zukunft gefunden. Ich kann jetzt lernen, ich kann jetzt sprechen eine andere Sprache. Ich habe so viele andere Leute kennengelernt. Das war gut, echt super. The plan is to have this institution for many, many years. But to be able, because we don't have any fundings from the state, it's just based on donations. I needed something also for the first young people to have quick successes, so that they keep going, so that we can go to the public, because this is also a side of building bridges. It's not only about the kids, it's also about the public getting to know them. And it's not 15 kids from there or from there, it's really their names and their own individuality and their own talents on stage. So that's why I chose these disciplines with singing and body percussion and dancing, because we need no instruments and they work a lot with their bodies. And when they start working with the body and start just learn how to stay straight and how to raise their hands and their arms and not to be small all the time, these are our first steps. My ideal of it would be to make a school where everybody doesn't matter where they come from or what kind of education they had behind, because of course the people coming to Austria, they come from the most different education levels, and also it doesn't matter if they are recognized refugees or not, to be able to find out in what they are good and make classes and courses with a diploma afterwards, to have something in a hand where they can work with. So I got I'm very lucky to be able to travel a lot in my profession, and it's not hard to see and to understand that everybody all over the world has the same needs. We all want to be happy, to be healthy, to live in freedom, and also what for me is very important, to be individuals and to interact with our friends, with our neighbors and everything. And that's maybe now the problem, because everybody's scared of everybody, and I just want to make some of them talk to each other. Agmol zore belamro